Heute erfahrt ihr, wie wir uns für diesen Bus entschieden haben. So, die ersten großen Gedanken, was man sich machen muss, ist einfach, welchen Bus will ich überhaupt? Schau, wie komisch er ausschaut. Ja, das ist ein Österreicher, der tut es in Deutsch ein bisschen schwarz, deswegen klingt das ein bisschen komisch. Er hat das Wichtigste vergessen. Wir machen eigentlich einen Wienausbau, die Franny und ich. Und ja, jede Woche kommt ein neues Video. Abonniert den Kanal und dann seht ihr jede Woche ein neues Video. Bleibt dran. Viel Spaß damit. Die ersten großen Gedanken, was man sich machen muss, ist einfach, welchen Bus will ich überhaupt? Und das möchte ich mit euch jetzt einmal gemeinsam durchgehen und wie wir zu unserem Bus gekommen sind. Gut, schauen wir uns das einmal an. Welcher Bus passt zu uns oder was will ich überhaupt haben? Und das sind die wesentlichen Fragen. Die haben wir zusammengefasst und dann kommt man eigentlich eh schon drauf, was man vielleicht haben möchte. Wir haben einmal, wie viel Geld habe ich eigentlich für den Bus inklusive Ausbau zur Verfügung? Spare noch ein bisschen drauf hin, kaufe ich zuerst den Bus, mache ich nachher den Ausbau. Das soll man sich einmal Gedanken machen. Dann, was wichtig ist, ob man im Bus kochen möchte. Ja, wenn schlecht Wetter ist oder so und wenn man länger unterwegs ist, oder ist es einem egal, habe ich finden was zum Ausziehen oder koche ich einfach draußen. Also es hängt auch vom Platz ein bisschen ab, was man haben möchte natürlich. Dann soll das Auto ein Alltagsauto sein, soll es ein Wochenendauto sein oder ist es sogar ein Reisemobil, wo ihr länger unterwegs seid für mehrere Tage. Macht euch unbedingt Gedanken, wie viele Schlafplätze braucht ihr und wie viele Sitzplätze braucht ihr. Und einer der wichtigsten Sachen, vor allem für uns war das sehr wichtig, will ich den Camper zum Surfen, zum Snowboarden oder zum Mountainbiken, generell mit irgendwas, wo viel Materialaufwand zu tun hat, brauche ich das? Dann muss ich mir auch Gedanken machen, welchen Bus, nehme ich einen kleineren, nehme ich einen größeren und so weiter, wie viel Stauraum brauche ich. Und will ich den Bus für den Winter nutzen? Also das sind einmal die wesentlichen Fragen und dann kann ich mir eigentlich schon entscheiden, okay, will ich etwas Größeres oder will ich etwas Kleineres und so weiter. Ja, wenn ich mir da mal Gedanken gemacht habe, schauen wir uns einmal vielleicht die Vergleiche an, die Unterschiede und die Größe. Links haben wir so einen obligatorischen VW-Bus, ein Bulli. Da gibt es einen mit kurzem Radstand, einen mit langem Radstand. Wie schaut der innen aus? Der ist innen 1,67 m breit circa und die Höhe innen ist 1,33 m. Ja, das sind die meisten VW-Busse, Ford Transit kennt bestimmt, Mercedes, Vito, Fiat Talento und da gibt es noch etliche oder viele andere Busse. Kann man sich nachher nicht durchschauen und die haben eine Standardgröße von außen von 2 Meter Höhe. Im Vergleich zu H2L2, die sind innen einmal mindestens 1,87 breit, also nicht mindestens, da gibt der Ford Transit, der ist wieder ein bisschen schmäler und der VW Crafter, Fiat, Citroën und Peugeot sind breiter, die haben mindestens 1,87 Breite mit dem Ausbau und Höhe ca. 1,93. Ja, also im Schnitt sind die ab 2,4 Meter hoch, 2,5 Meter. Es gibt dann auch H3 oder L2, die sind nachher noch größer. Wir beschäftigen uns hauptsächlich einmal mit H2 und L2. Und da gibt es eben den Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Hauptsächlich für Wohnmobile und so weiter werden die Citroën, Fiat und Peugeot genutzt, weil sie eben eine Spur breiter sind. Man könnte auch in der Breite schlafen. Gut, jetzt kommen wir schon zum interessantesten Teil. Jetzt brauchen wir mal die Vor- und die Nachteile vom Bulli, also vom normalen Bus H1, L1 auch möglich oder kurz- und langer Radstand. Sie sind einmal sehr wendig und flexibel. Perfekt als Alltagsfahrzeug nutzbar. Passt in die Tiefgarage hinein, das ist sehr wichtig. Ja? Also wenn man in der Stadt wohnt oder so, dann ist es praktisch, kommen wir überall rein. Sie sind sehr spritsparend und ökologischer. Die Nachteile sind einmal, ja, man hat keine Stehhöhe drinnen, außer man hat vielleicht ein Klappdach. Ja? Also dann könnte man nachher stehen, wenn man das aufstellt. Man hat relativ wenig Platz und Komfort drinnen.
Es ist auch so relativ, wenn ich jetzt nur am Wochenende unterwegs bin, geht es natürlich schon. Und es sind halt schlechtere Ausbaumöglichkeiten. Also, und ich habe einfach nicht so viele Möglichkeiten, dass ich den ausbaue. Ja, dann kommen wir zu den Vor- und Nachteile von einem Bus mit H2L2. Die Stehhöhe ist ein riesen Vorteil. Ich kann drinnen stehen, ich kann mich normal umziehen oder mich drinnen bewegen. Ich habe genug Platz für andere Möbel. Er ist ebenfalls noch gut zu fahren, so fast wie ein PKW und ein angenehmer Wendekreis. Erst der nächste Schritt größer, ja, H3, L3, L4, die sind dann schon ziemlich massiv, die sind nachher nicht mehr so wendig und schon eher träger, aber der hält sich in den Grenzen, ist genau eine Mischung noch. Es ist nachher noch ein Wohnfeeling vorhanden, also auch bei Schlechtwetter hast du die Möglichkeit, dass du dich ein bisschen drinnen wohlfühlst und auch gerne drinnen bleibst. Das war vor allem für uns irgendwie sehr wichtig. Ja, ein großer Nachteil ist halt, man passt halt nicht in den Parkhäuser mehr rein. Man muss jetzt eine andere Garage suchen, ein Carport oder was auch immer, wenn man den unterstellen will. Das ist schon ein großer Nachteil. Er ist auch etwas auffälliger, also wenn ich irgendwo autark stehen möchte, ja, wenn ich den ausbaue, schaut er irgendwie auffälliger aus natürlich, weil er größer ist. Und die Kosten. Die Kosten jetzt eigentlich auf das bezogen, ja, dass ich, wenn ich einen Ausbau, passt hier natürlich mehr rein, mehr Material und so weiter. Es wird nachher auch eine Spur teurer. Ja, warum jetzt eigentlich den Fiat Ducato? Wie sind wir jetzt da auf den gekommen? Warum wollten wir denn? Nach vielen Recherchen und so weiter haben wir herausgefunden, dass der einer der besseren Motoren drinnen hat und einfach die stabilste und beste Basis ist für einen Camper. Natürlich sind sie im Vergleich auch relativ teuer. Es gibt sehr viel Zubehör und Ersatzteile für die Fiat Ducato und ganz viele Werkstätte, das was für uns zugute kommt. Die Wartung ist nicht so kostenintensiv wie bei den anderen Bussen. Was auch ein großer Vorteil ist, es bietet sehr viel Platz für Sportequipment und Wohnfeeling. Und der große Vorteil im Zuge dessen, man kann das Bett natürlich quer verbauen. Und das bringt natürlich einen großen Vorteil von der Raumschaffung und generell für die Aufteilung und die Ausbaumöglichkeiten. Und ein weiterer Vorteil der Fiat Ducato mit mit dem 2,3er Motor ist sehr spritsparend im Vergleich zu den anderen. Ja, nun kommen wir zu unseren Planungen. Das waren die ersten Planungen plus Sammlungen. Wie haben wir angefangen? Wir haben so ganz einfache Skizzen gemalt. Und da haben wir zum Beispiel das Bett reingezeichnet, wo wir die Elektronik hingeben, wo wir das Wasser hingeben werden und so weiter. Also da macht man sich einfach Gedanken und im Zuge dessen haben wir halt mehrere Variationen ausprobiert, wo wir das Bett hingeben, wo wir die Küche hingeben und so weiter, ob wir eine Sitzbank reingeben und so weiter. Also einfach viel zeichnen, herumprobieren, die Maße mal aufschreiben und so weiter. Also da vergehen Tage, nicht Wochen sogar. Und wenn man sich schon mehrere Gedanken gemacht hat, kann natürlich YouTube und Pinterest eine super Stütze sein. Und da möchte ich die 3 erwähnen: Travel Venture, Vanilla Ice Cream und Dennis Coburger. Die 3 YouTuber, die bauen Vans aus und da haben wir viel nachgeschaut, viele Informationen rausgeholt und ja, das hat uns einfach bereichert, auch beim Ausbau nachher später. Also die machen wirklich tolle Videos und bin sehr dankbar, dass so viele Leute Videos hochstellen und das einfach weitergeben. Deswegen möchte ich das eigentlich auch gleich so weiterführen und hoffe, dass es euch auch ein bisschen was bringt. Gut, und als letzter haben wir das vanspace3d.com. Für diese Software muss man ein bisschen was zahlen. Ich glaube, es waren so bei den 19 €, wenn es mich nicht täuscht. Ist eine super Software.
Viele sind nicht zufrieden, weil es nicht so professionell ist. Für Anfänger super, weil man da wirklich den Bus aussuchen kann und das gleich bearbeiten kann. Ich zeige euch mal, wie das nachher ausschaut, wenn man auf Wenspace geht. Ja. Wenn man die Software runtergeladen hat, dann kann man da eben einen Bus aussuchen. Da sind viele vorgefertigte Busse, da sind dann die Originalmaße drinnen. Und wir haben schon angefangen, wir haben uns natürlich den Fiat Ducato ausgewählt mit H2L2, da sind dann die Maße drinnen und wir haben angefangen ihn einzuräumen, da sind dann die Kästen und alles vorprogrammiert und man kann jetzt da die Sachen alle von jeder Perspektive anschauen, wie das aussieht und auch die Maße kann man genau anschauen. Hier ist die Ansicht von oben. Und so ähnlich haben wir uns das einmal vorgestellt, dass wir hinten das Bett hinbauen, da vorne ein Doppelsitz, diese Wand kommt dann raus, diese Wand kann man dann auch nachher später entfernen, ich weiß leider nicht mehr wie, zum Beispiel da vorne, ja, da ist schon, kommt ein Drehsessel rein, dass man sich umdrehen kann, dass man hier nachher frühstücken, essen kann, hier ist nachher die Türe offen. Also so schaut das Ganze aus und da kann man echt sehr gut planen. Man kann wirklich alles nachher drehen, genauer anschauen. Also wirklich jede Perspektive, auch nachher 3D. Genau. Also so kann man sich das nachher später anschauen, wenn man das fertig geplant hat, wenn man die einzelnen Teile reingegeben hat, kann man sich mal so einen Überblick verschaffen. Und ob das einen so passt. Ja. Nun kommen wir zum Kauf. Warum beim Händler und nicht privat? Es ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Ich habe schon sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn man es privat bei irgendjemandem kauft. Diesmal hat es leider nicht geklappt. Die Busse gehen alle weg wie warme Semmeln. Jeder will sich einen Bus ausbauen. Deswegen sind wir nachher zum Händler gekommen und der war sehr vertrauenswürdig und wir haben da eine Garantie gehabt und er konnte beim Preis auch noch ein bisschen was machen. Jetzt war er nicht viel billiger als privat und somit haben wir das beim Händler gekauft und er hatte schon noch eine Garantie. Er hat beim Dieselpartikelfilter was gehabt nach 2 Wochen und es wurde einfach ausgetauscht und fertig. Also ein großer Vorteil. Ja, nun zu unserer Challenge. Was ist jetzt unser Plan? Wie wollen wir das Ganze jetzt machen, das ganze Projekt? Bis Winter 2021 soll der Bus komplett fertig sein. Das ist unser Ziel. Bis zum Juli, zum 12. Juli 2021 wollen wir unseren ersten Roadtrip damit machen. Wie weit wir kommen, da halten wir euch am Laufenden. Der ganze Ausbau sollte unter 10.000 Euro kosten. Das klingt jetzt sehr viel. Wir kaufen immer monatlich was ein. Wir haben jetzt im April begonnen, langsam einzukaufen für den Ausbau und wir sparen jetzt nebenbei dazu, dass wir das weiter so machen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Es kommt nämlich hinten auch ein Doppelsitz rein, der was genehmigt werden muss und typisiert werden muss, was sehr teuer ist. Und wir wollen den sehr bösselähnlich eigentlich ausbauen. Und da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. Ja, das ist einmal unser Ziel. Und die große Frage ist nachher, wird er besser als ein Bössel? Ist natürlich eine große Herausforderung. Und wir sind gespannt, wie er nachher schlussendlich ausschauen wird. Das Interessante für euch vielleicht auch, wir sind komplette Anfänger, wir sind keine Tischler, keine Mechaniker, was auch immer. Also es ist für uns eine große Herausforderung, wir werden selbst über YouTube und über alles uns informieren und ja, wir werden euch berichten, was da eben rauskommen wird. Jede Woche, es wird sich nicht immer ausgehen, vielleicht alle 2 Wochen kommt ein Video und ja, schaut euch das einfach an. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked, kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare rein. Wir versuchen alle Fragen zu beantworten.
Ich bedanke mich an alle YouTuber, an alle, die in Wien ausgebaut haben und es online gestellt haben. Es ist eine unglaubliche Erleichterung und wir hoffen, dass auch wir euch weiterhelfen können. Und ja, es wird nicht alles perfekt sein. Es soll vielleicht ein Denkanstoß für euch sein. Es soll euch irgendwie weiterhelfen und es soll ein bisschen Spaß dabei haben. Viel Spaß!